rollende Kleintransporter, von der Straße abgekommene Autos, Verbrecher, die in den Wald fliehen. Die actionreichsten Momente von Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagden der Polizei in einem. Alles echt, keine Filmszenen. Dieser betrunkene Mann entkam der Polizei lange Zeit und versuchte dabei alles Mögliche. Schließlich gelang den Beamten ein erfolgreicher PIT-Manöver. Besonders bemerkenswert war, dass der Mann völlig gelassen weiter seine Zigarette rauchte. Während einer Hochgeschwindigkeitsverfolgung verlor dieser Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er abrupt die Spur wechselte. Genau in diesem Moment entgingen 2 große Lkw und ein Reisebus nur knapp einer Katastrophe. An einer Tankstelle stand dieser Mann den Polizisten gegenüber, konnte sein Auto jedoch nicht wenden und begann stattdessen rückwärts zu flüchten. So gelangte er auf die Hauptstraße und versuchte weiterhin an Geschwindigkeit zuzulegen. Shit! God damn it! You good? Oh shit, that's a ram. Black. Nachdem der Lieferwagen mit einem Polizeiauto kollidiert war, sprangen die Insassen heraus und liefen davon. Doch nur kurze Zeit später wurden sie gefasst. Gestikulierte der Mann gegenüber den ihm folgenden Polizisten, um sie weiter zu provozieren. Kein vernünftig denkender Erwachsener würde das wohl tun. Für detaillierte Einblicke in die Vorfälle und die Analyse der Polizeiberichte könnt ihr unsere anderen Videos auf dem Kanal anschauen. Ist weiterhin gegen alle Verkehrsregeln und kann jederzeit einen Unfall verursachen, ohne dass die Polizei eingreift. Der Fahrer, der es lange schaffte, der Polizei zu entkommen, wurde schließlich mit einem präzisen PIT-Manöver gestoppt und wegen vieler Vergehen vor Gericht gestellt. Das gefährlich fahrende Sedanfahrzeug, das lange Zeit der Polizei entkommen konnte, wurde mit einem kritischen Manöver gestoppt. Diese Verbrecher, die auf die verfolgenden Polizisten schossen und ihr Fahrzeug beschädigten, wurden durch das schnelle Eingreifen der Polizei außer Gefecht gesetzt. Dabei fiel die bemerkenswerte Ruhe des Polizisten auf. TBI. Während einer routinemäßigen Polizeikontrolle kollidierte ein vorbeifahrendes Fahrzeug mit dem stehenden Polizeiauto. Glücklicherweise wurde der Polizist bei diesem Unfall nicht verletzt.
Ein wegen Entführung gesuchter Mann floh vor einer Polizeikontrolle. Später versuchte er, in ein anderes Auto einzusteigen, was zu ungewöhnlichen Szenen führte. Die Polizei konnte den Täter schließlich überwältigen. Across towards the meeting, trying to carjack somebody. I copy. He's supposed to be lead in their seat of covering one for the DOD. He's trying to carjack a victim vehicle, holding on. Shot, dude! Get on the ground! Shots fired, shots fired. Dieser Mann stahl einen LKW und floh über eine lange Strecke. Die Polizei wartete auf den richtigen Moment und stoppte ihn schließlich mit einem PIT-Manöver. Er hat schwere Schäden an Polizeifahrzeugen verursacht. Sie werden gleich sehen, dass er mit seinem Auto in eine Menge Polizisten gefahren ist. Der Mann wurde schließlich gefasst und wegen Angriffs mit einer tödlichen Waffe auf einen Polizeibeamten verhaftet und gegen eine Kaution von 152.000 $ ins Gefängnis gebracht. Der ältere Mann weigerte sich, einer Polizeikontrolle zuzustimmen und versuchte zu fliehen. Doch nach einiger Zeit entschied er sich, sich zu stellen. Open it. Open it. I'll smash it. Open. I'm gonna open it now. I am. Don't grab me. I'm already good. How about out? Step out. I'll get out. Can my brother come get my truck? Die Täter, die glaubten, entkommen zu können, hielten die Polizei lange Zeit hin. Doch die Beamten griffen so gezielt ein, dass die Männer regelrecht unter Schock standen. Ein Mann, der einen Krankenwagen gestohlen hatte, sorgte lange für Chaos im Verkehr. Schließlich prallte er gegen einen Mast, versuchte zu Fuß zu fliehen, wurde aber gefasst.
Mehrmals gelang es dem Täter, der Polizei zu entkommen. Doch seinem letzten Manöver konnte er nicht entkommen. Mehrmals gelang es dem Täter, der Polizei zu entkommen. Doch seinem letzten Manöver konnte er nicht entkommen. Der Täter rammte an einer roten Ampel ein Fahrzeug und flüchtete zu Fuß weiter. Schließlich wurde er jedoch gefasst. Schließlich hielt das Auto mit dem PIT-Manöver an. Die Verdächtigen versuchten zu fliehen, wurden aber bald eingeholt. Die Polizei führte mehrere PIT-Manöver durch und der Verbrecher konnte schließlich gestoppt werden, indem er gegen einen Pfosten fuhr.